Hi, ich bin Benji von IGM und ich möchte euch dieses neue Videokonzept von uns vorstellen. Wir werden hier interessante Persönlichkeiten aus unserer Branche einladen und ihnen ein paar Fragen stellen. Lasst uns in den Kommentaren gerne wissen, wen ihr hier als nächstes sehen möchtet. Und jetzt Schluss mit dem Geschwafel und lasst uns zur Sache kommen. Hi René, danke fürs Kommen. Benji, grüß Wie dich. war die Fahrt? Angenehm, hat alles sehr gut geklappt und war von euch auch wirklich perfekt vorbereitet. Super. Vielen Dank nochmal, dass du gekommen bist. Sehr gerne. Dann lass uns gleich anfangen. Wie bist du eigentlich zur Schreinerei gekommen? Eigentlich ganz einfach. Wir haben einen großen 4-Seitenhof gekauft und ja, haben uns dazu entschlossen, alles selber zu machen. Und somit war für uns dann der Weg klar, dass wir viel mit Holz machen wollen. Und haben uns ein eigenes Sägewerk gekauft und danach war eigentlich freie Fahrt und hat so eine Eigendynamik entwickelt. Und wie lange ist das jetzt her ungefähr? Sägewerk ungefähr 4,5 Jahre. Okay. Ja, vor 4,5 Jahren haben wir Sägewerk gekauft und sind dann so richtig, ich sag jetzt mal, mit vor allem Massivholz durchgestartet. Cool. Sag mir, was war dein erstes Tischlerprojekt? Also wirklich das richtige Tischlerprojekt, also was dir wirklich Ja, Arbeit gekostet hat. da waren sicherlich viele kleine Projekte vorher, wo man so Sachen sich ausprobiert hat, wie so jeder startet. Ja, sicherlich war da auch mal ein Schneidbrett dabei, aber so ein richtiges Tischlerprojekt, wo man wirklich mit Vorplanung gearbeitet hat, aus eigenem Massivholz, war aus Eiche und Esche damals ein großes Bett mit vielen Festool-Domino-Verbindern, wieder lösbaren Verbindern für unsere Tochter, was wirklich in so eine spezielle Ecke eingepasst wurde. Das war schon ein sehr, sehr aufwendiges Projekt. Und das war so richtig der große Startschuss, wo es dann so ein bisschen mehr in die Tiefe ging. Und hat dir gefallen? Ja, die liebt es immer noch. Also ja, steht noch. Der drückt doch keiner weg. Das ist wirklich sehr, sehr massiv von der Bemaßung, auch von den Querschnitten. Und ja, sie liebt es und sie hat dadurch die Kinder von Anfang an, auch weil das Eiche, weil das Esche, kriegen den Bezug einfach zu diesem natürlichen Rohstoff und nicht Spanplatte. Ja, ist klar. Definitiv. Könntest du uns kurz deinen normalen Arbeitstag beschreiben, wie das abläuft? Klassischen Arbeitstag würde ich sagen, in der Richtung gibt es sogar gar nicht. Klar, morgens ist immer erstmal so ein bisschen der digitale Bereich, Mails checken, alles so ein bisschen in der Gänge bringen. Ansonsten richtet sich bei mir durch Sägewerk und auch viele Außenprojekte viel nach dem Wetter. Also Okay. wirklich, wenn gute Wetterphasen sind, dann werden Sachen, Projekte draußen, egal ob es jetzt ein Fassadenthema ist, Dach oder eben, wenn wir die Scheunen bauen, da wird wirklich das Wetter ausgenutzt. Und jetzt zum Beispiel im Winter bei Schlechtwetter oder eben, wenn es draußen nass und kalt ist, ja, ist mehr in der Werkstatt los. Ne? Also da werden Sachen wie dann Tischplatten für die Kinder, Sachen für meine Frau, Treppe wird renoviert, Möbel werden hergestellt. Da geht es dann wirklich nach drin und so richtet sich viel eben immer so nach den Gegebenheiten relativ flexibel. Immer eigentlich so an 2, 3 Stellen oder Projekten wird gleichzeitig gearbeitet. Okay, alles klar. Könnten wir uns noch kurz mit den aktuellen Trends befassen? Was Klar, ist deiner können wir. Meinung nach jetzt cool? Was läuft? Was ist die Zukunft vielleicht in dieser Branche? Ich denke, aktuell ein großes Thema ist ja auch der Bereich Digitalisierung. Also die Planung im CAD, im CAD-Programm ist für viele immer spannender. Und natürlich Produkte wie die Shaper, die tragen natürlich dazu bei, dass so ein bisschen auch die digitale Welt mehr in die Schreinerei, Tischlerei Einzug hält. Und ich denke, bei vielen Heimwerkern, Do-it-yourself, Woodworkern ist immer mehr ein Thema, auch wieder mehr mit Handwerkzeugen zu arbeiten und auch hier mit Vorrichtungen wie bei euch jetzt hier im Bereich Pocket Hole, dass man wirklich gute, einfache Zubehör hat, was für jeden ja, schnell einzusetzen ist. Man kriegt eine sichere Verbindung oder ein sicheres Arbeitsresultat hin. Ich denke, das ist ein großer Trend, definitiv. Cool. René, was sind die Must-Haves, ohne die es einfach nicht geht? Ich denke, jeder, der anfängt oder arbeitet, so 3 Produkte, mit denen man unheimlich weit kommt, ist definitiv ein Akkuschrauber, egal zum Bohren, Schrauben für alle möglichen Tätigkeiten. Schleifer für Oberflächenbearbeitung, Feinschliff, Grobschliff, brauchst du einfach. Und egal ob jetzt Tauchsäge oder Handkreissäge, diese 3 Werkzeuge sind Must-Have, weil auch mit der Handkreissäge oder Tauchkreissäge kommst du als Einstiegshandwerker oder Holzwerker unheimlich weit, bevor du große stationäre Maschinen benötigst. Und mit ein paar Führungsschienen dabei und ein paar Zubehörteilen hier kannst du einen unheimlich großen Bereich abdecken und kannst auch in einem sehr kleinen Raum erstmal einfach starten und Erfahrung sammeln. Ich denke, das ist so ein Basic-Setup, was für jeden sinnvoll ist. Verstehe.
Ja. So, worauf legst du Wert bei der Arbeitssicherheit in deiner Werkstatt? Ich denke, für mich ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt in der Werkstatt Arbeitssicherheit, wenn es einfach ums Atmen geht. Ich arbeite viel mit Massivhölzern, viel mit Eiche und der Staub, der gehört abgesaugt, der ist für jeden einfach ja auch arg gefährlich. Und deswegen Thema Absaugung ist bei mir extrem wichtig. Alle Maschinen werden abgesaugt, alle sind absaugbar. Und auch neue Maschinen wird immer darauf geachtet, dass die entsprechend einen Anschluss haben oder eine gute Absaugleistung haben in Verbindung mit der Absauganlage. Und natürlich nutze ich auch von Laguna den Luftfilter bei mir, der ist hinten in der Maschinenecke mit integriert, dass der wirklich auch die ganze Zeit während der Arbeit aktiv ist und die Luft für mich reinigt. Und ich merke da wirklich auch für mich einen Effekt von der Staubbildung in der Werkstatt, dass es einfach sauberer ist. Also da lege ich schon viel Wert drauf. So, wir hatten ja vorhin die Must-Haves bei den Maschinen. Ja, genau, drüben. Jetzt, was ist wichtig bei dem Zubehör? Ja, beim Zubehör ist wichtig, ich denke, man sollte erstmal Step by Step starten. Man braucht nicht gleich ein 50er Fräserset zum Beispiel, sondern wirklich die Hauptfräser zum Runden, für eine Phase, für eine Nut, dass man sich da ausstattet. Insgesamt beim Zubehör ja immer auf Qualität schon achten, dass einfach da auch die Sicherheit gewährleistet ist für den Endanwender. Auch bei den Fräsern im Speziellen, dass man eben wirklich eine vernünftig gelötete Schneide hat, dass der Fräser scharf ist, dass er einen vernünftigen Rundlauf hat. Eine entsprechende Schaftdicke, also da gibt es ja auch ganz wilde Angebote, die man da so manchmal online findet, dass man dann vernünftigen Fräser hat mit allen Sicherheitsangaben, Datenblatt mit dabei, ja, und dass man natürlich, egal ob Fräser oder Sägeblatt, seine Werkzeuge regelmäßig reinigt und vernünftig in Schuss hält. Und als nächster Schritt, es kann immer spannend sein, dann natürlich auch vor allem bei den Fräsern in den Bereich Wendeplatten zu gehen, dass man wieder die Schneiden austauschen kann, wechseln kann, längere Standzeiten hat. Das ist dann so der nächste Schritt einfach. Ja, aber ich denke, im Einstieg erstmal hier mit einem guten Setup zu starten. Cool. So, jetzt noch eine ungewöhnliche Frage. Wenn du für eine berühmte Person Möbel herstellen könntest, welche Person wäre das und was würdest du herstellen? Gute Frage, ja. Berühmte Person. Ich glaube, ich würde es in dem Fall nicht auf eine Einzelperson festmachen. Okay. Also wenn da die Möglichkeit bestünde und man sich das aussuchen darf, würde ich wahrscheinlich eine Eichen-Massivholzbank für Metallica bauen. Und vielleicht steht die dann irgendwo bei denen auf der Ranch oder am Proberaum. Oder auf der Bühne? Oder auf der Bühne, wo auch immer. Das wäre natürlich absoluter Kracher, ja. Okay. Das wäre eine Sache, die würde tatsächlich Spaß machen. Ja. Alles klar. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Gut, okay. Die Content-Creator-Sache, die du jetzt gerade machst, Ja. relativ erfolgreich, würde ich sagen. Denke. Wenn du kein Content-Creator wärst, was würdest du sonst machen? Ja, wenn kein Content Creator, um es mal so zu beantworten, mehr sein darf. Man kann ja nicht einfach Content Creator sein, man braucht seine Follower, man braucht seine Community und man braucht einfach diesen Rückhalt. Wenn der tatsächlich nicht mehr da wäre, dann würde es für mich immer die Option geben, zurück in die Landtechnik, in die Landwirtschaft zu gehen. Okay. Hab mal Landwirt gelernt, habe Agrarwissenschaften studiert und jetzt auch noch ein MBA im Fernstudium gemacht zum Thema Agrarmanagement. Und ich denke, da würde es genügend Möglichkeit geben, auch wieder in meine alte Branche zurückzugehen. Okay, also wäre ein Backup-Plan dann, wenn du... Der wäre auf jeden Fall da, die Abschlüsse sind da und die Connections sind auf jeden Fall da. Und wenn es hiermit dann nicht mehr klappt, dann müsste ich tatsächlich zurück in meinen richtigen Job. Okay. Jetzt noch zu deiner Schreinerei, die du zu Hause hast. Wenn deine Werkstatt, wenn du ein unbegrenztes Budget hättest. Unbegrenztes Budget, klingt gut. Wie würde das aussehen? Was würdest du besser machen? Wie würdest du es ausbauen? Ja, ich würde tatsächlich einen Neubau machen. Also die Ideen dazu gibt es auch. Und irgendwo wirklich, ich sag mal, bei unbegrenztem Budget, klar, dann können das 150, 200 Quadratmeter gut werden. Und einfach von der Ausstattung jetzt diesen nächsten Schritt zur Professionalisierung. Also wirklich zum Thema Formatkreissäge, dieses ganze Setup vom Workflow in der Werkstatt, Thema Absaugung, Befestigungspunkte, Vakuumspanneinrichtungen, Rahmenpressen für die große Massivholzverleimung und natürlich um meinen 4-Seiten-Hobel, der jetzt in der Scheune solo steht, dass im Prinzip alle Maschinen und Werkzeuge an einer Stelle sind. Also das wäre tatsächlich dann der Traum bei unbegrenztem Budget. Okay. Alles an einer Stelle zu haben. Alles klar. Und arbeitest du darauf hin? Definitiv und ihr zeichnet ist er. Okay, cool. So, jetzt sag mir noch, was ist das Wichtigste für einen Content Creator und welchen Tipp würdest du deinen Followern geben, wenn die anfangen möchten? Ja, ich denke, das ist eine gute und wichtige Frage. Ich kann es nur aus meiner Sicht beantworten, wie ich so quasi arbeite. Für mich ist das Wichtigste, einfach
authentisch mit echten Projekten bleiben. Ja? Also sich nicht irgendwas aus den Fingern saugen, nur um irgendwelche Themen zu zeigen, sondern wirklich echte Projekte darstellen, dranbleiben, man selbst sein und einfach diesen Bezug zum Werkstück, zum Handwerk, zum Holz, was eigentlich der Kern, also sag mal, unserer Inhalt ist, dabei zu bleiben. Viele machen den Fehler und starten hiermit und kippen dann ab in ihre eigene Person. Ja? Dreht sich nur noch um sie und sie entfernen sich unheimlich weit von ihrem eigentlichen Werk und von der Leidenschaft, die die ersten Follower anzieht. Bleibt hierbei, zeigt das, was die Leute sehen wollen. Die wollen das sehen. Die wollen den Werkstoff sehen, die wollen das Holz sehen, die wollen die Projekte sehen. Und es ist für mich eigentlich so der wichtigste Inhalt, dem ich folge. So, das waren ein paar schöne Worte zum Schluss. René, vielen Dank fürs Kommen. Vielen, vielen Dank. Jo. Folgt René, folgt uns und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Ciao.